Hallo, heute sind wir im Tierpark und Fossilium Bochum. Der kubanische Wirtelschwanz-Leguan, den wir hier als Pärchen halten, ist in der Natur leider schwer bedroht, was bei Inselarten einfach schon durch die Populationsdichte häufig gegeben ist. Gerade dann auch bei so Großtieren, einfach dadurch, dass der Lebensraum in der Natur durch den Menschen immer stärker eingeschränkt wird. Wir versuchen hier in der Haltung den natürlichen Lebensraum ansatzweise nachzubilden. In der Natur kommen die halt häufig, der Wirtelschwanz-Leguan wird halt auch Felsenleguan genannt, viel an den felsigen Küsten der kleinen Antillen, schwerpunktmäßig auf Kuba vor und da eher in trockenen, ariden Gegenden. Das versuchen wir halt hier irgendwie der Möglichkeit nach abzubilden. Zucht würde uns natürlich sehr freuen. Das Weibchen ist auch aktuell wieder dabei zu buddeln. Bisher leider haben wir aber keine Eier finden können. Eigentlich sind wir da guter Dinge, dass wir da auch in den nächsten Jahren mal die ersten Nachzuchttiere präsentieren können. Vielleicht sogar dann irgendeinem Auswilderungsprogramm zur Verfügung stellen können. Ansonsten sind das eigentlich sehr entspannte und ruhige Tiere, die zu 90% Pflanzen fressen. Dadurch auch erstaunlicherweise für Reptilien einen relativ feuchten Kot haben. Was sie ja normalerweise nicht haben, da die ihren Harnstoff in fester Form absondern. Aber Pflanzenfresser haben halt immer das Problem, dass sie halt den erhöhten Kaliumanteil der Nahrung irgendwie abführen müssen, was dann auch zu Flüssigkeit führt sozusagen. Die Art ist jetzt zumindest in der Natur nicht mehr vom Aussterben direkt bedroht, da halt auch die Nachzuchtprogramme weltweit bedingt erfolgreich sind und halt auch immer mal wieder Tiere in die Natur entlassen werden können, um die natürlichen Populationen ein bisschen zu unterstützen. Bochum, Duisburg und Neuwied sind die 3 Zoos in Deutschland momentan, die die Tiere halten. Was im Vergleich mit den Arten, die halt jeder Zoo hat, natürlich schon relativ wenig ist. Wir haben halt noch hier drin zusätzlich zu den Pärchen Wirtelschwanz-Leguane kleine grüne Ameiven. Zum einen, um fürs Publikum ein bisschen mehr Bewegung zu schaffen im Becken, zum anderen aber auch als natürliche Insektenbekämpfung, die man ja im Zoos halt auch immer aufgrund der Futtertiere hat.
Schreibt jetzt eure Frage in die Kommentare und vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren.